Okay, let's Und himmlischer Vater, ich will dir danken, dass wir diesen Morgen mit deinem Wort beginnen können. Oh, Heavenly Father, I want to thank you that we can begin this day with your word. Bitte hilf uns, neue Dinge zu erkennen, Please help us to understand new things sie im Leben umzusetzen. and also to apply them in our lives. Und hilf auch, dass für unsere Geschwister über den Livestream ein Segen sein kann. And please also help that these things can be a blessing for those that watch via live stream. In Jesu Namen. Amen. In Jesus' name. Okay. Yesterday we were looking at Darius, Gestern haben wir uns Darius angeschaut and we were seeing how Miller's rules have to be applied in order to understand something. Right? wir haben sehen können, wie Millers Regeln angewandt werden müssen, um etwas zu verstehen. Okay, so we're studying line upon line. We're bringing all the evidence together. Wir studieren Linie auf Linie, wir bringen alle Beweise zusammen. Okay, so we must remember this point that you can't understand a situation in the Bible from that story alone. You must bring all the evidence together. Wir müssen verstehen, dass wir eine Darstellung in der Bibel nicht basierend auf dieser einen Geschichte verstehen können, sondern wir müssen alles zusammenbringen. Okay, so yesterday, what it does for me is when you bring these stories together, like Pharaoh and Nebuchadnezzar and Darius, etc. Und wenn man diese ganzen Geschichten wie Pharao, Nebukadnezar, Darius und so weiter alles zusammenbringt, it confirms to me the reform line that there's two Sunday laws, right? dann bestätigt das für mich in der Reformlinie, dass es diese zwei Sonntagsgesetze gibt. Right, because clearly when you take the book of Daniel, it gives you this structure. You have Nebuchadnezzar and Pharaoh from Genesis 41, leading to Belshazzar and Pharaoh from the Exodus, right? Wir haben ja zum Beispiel hier Nebukadnezar und der Pharao aus 1. Mose 41 und das führt dich dann hinab zu Belshazzar und dem Pharao aus der Zeit des Auszuges aus Ägypten. Right, and in the middle there you have this time of peace where this great blessing is coming, this last warning has been given. In der Mitte davon hast du diese Zeit des Friedens, wo dieser große Segen kommt und diese letzte Warnungsbotschaft vorwärts geht. And the pioneers confirm that when they take that quote from Sister White. They tell us that the little time of peace is where the great power comes to give the last warning message before the final crisis comes. Die Pioniere bestätigen das ja nach dem Ersten Weltkrieg, sagen sie, die kleine Zeit des Friedens war diese Zeit, wo diese große Kraft kam, um die Botschaft dann, die letzte Warnungsbotschaft vorwärts zu bringen. Okay, so now if we just go to Ezekiel 21, Wenn wir jetzt zu Ezekiel 21 gehen, verse 25, Ezekiel 21, Vers 24. Im Deutschen ist das ein anderer Vers. because I want to lay on some things this morning, remind us that in order to understand all this. Ich möchte jetzt heute Morgen noch ein paar Dinge jetzt drüberlegen, uns daran erinnern, damit wir das besser verstehen können. Okay, Im Deutschen ist es, einen Augenblick, one second, because in German it's different. Im Deutschen ist es Vers 30. it says, "And thou profane wicked prince of Israel, whose day is come, when iniquity shall have an end. Thus saith the Lord God, remove the diadem, take off the crown. This shall not be the same. Exalt him that is low, and abase him that is high. I will overturn, and it shall be no more, until he come whose right it is, and I will give it him."
Das ist Vers 32 im Deutschen. So type and antitype, right? Typus und Antityp. Sister White takes the great statue in Daniel chapter 2 and she parallels it with these verses, right? Ellen White nimmt ja das große Standbild aus Daniel 2 und setzt es parallel zu diesen Versen hier. Okay, and once the third overturn has taken place, it marks the point where Christ comes. Weil das dritte Mal umstürzen hier markiert ist, ist ja dann, wo Christus kommen wird. Right, and Christ comes in the time period of the fourth. Und Christus kommt ja in der Zeit des vierten. Okay, so when we take that at the biggest level, we have this structure. Okay, Babylon, then he has this overturn. Wenn wir das auf die größere Struktur setzen, haben wir das wie folgt hier. Babylon, hier ist das erste Mal, wo es umgestürzt wird. Medo-Persia overturn. Und dann wird dort Medo-Persien umgestürzt. Greece. Griechenland wird umgestürzt. The overturns, and then you come to Rome. Okay, Und dann kommen wir zum vierten zu Rom. and we know Christ comes in that time period, Wir right? wissen, dass Christus in dieser Zeit dann kommt. Okay, so now go to Daniel chapter 7. Gehen wir jetzt zu Daniel 7. And we know that this time period here, this trouble here, is typified by, it's typified by this time of trouble, right? Wir wissen, dass diese Zeitperiode, diese Zeit der Trübsal hier vorausgeschattet wird durch diese Zeit der Trübsal hier. Right? We all Richtig. comprehend that. Verstehen wir das alles? Why is this time typified by this time? Warum wird diese Zeit dort vorausgeschattet durch diese Zeit? Okay, it's because this is the time period where the 7 plagues are typified, right? Das ist ja die Zeit, wo die 7 Plagen vorausgeschattet werden. Also 3 Plagen, 7 Plagen. We can line this up with this. I just haven't done it in this sense, and I don't want to go there, right? But we know that there's a time of peace and then the plagues, right? And the time of peace and then the plagues. Also wir können jetzt diese Plagen auch parallel setzen hier mit dieser Box hier. Ich habe das einfach in der Darstellung jetzt nicht gemacht. Aber wir wissen, wenn die 7 Plagen kommen, gibt es ja eine Zeit des Friedens wie hier und dann die Plagen wie hier. Okay, so go to Daniel 7 and verse 19. Gehen wir zu Daniel 7, Vers 19. Because it says here, then I would know the truth of the which beast? The fourth, right? Da wollte ich die Wahrheit über das vierte Tier wissen. Okay, and in which entity does Christ come? In welcher Macht, in which? Entity. The fourth, right? Also zu welcher Macht oder zur Zeit welcher Macht kommt Christus? Right, Zur so Zeit des vierten. right here in Daniel 7, it's also emphasizing the fourth, Also auch hier in Daniel 7 wird auch das vierte hier hervorgehoben. right? It's a pattern of things. The Lord wants us to see there's something about the fourth that's important, right? Also jetzt sieht man ein Muster, dass der Herr uns etwas über dieses vierte zeigen möchte, was sehr bedeutsam ist. Because this fourth here is the same fourth that's represented here, right? Und dieses vierte hier ist ja dasselbe vierte, was auch hier dargestellt wird. But it's just illustrating it on a different level. Aber hier in Daniel 7 wird das vierte einfach hier nur auf einer anderen Ebene dargestellt. Now I just made this point that this time of trouble here is prefigured by this time of Ich trouble. habe eben right? gerade den Punkt gemacht, dass diese Zeit der Trübsal durch diese Zeit der Trübsal vorausgeschattet wird. Okay, so you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? Also haben wir die 7 Plagen hier. So if this time of trouble is prefiguring this, what should be here? Also wenn diese Zeit der Trübsal vorausgeschattet ist durch das, was sollte dann hier sein? The fourth, Das right? vierte Reich. Okay, and this is where it's speaking about in Daniel chapter 7, Und right? das ist, worüber es hier in Daniel Kapitel 7 spricht.
Okay, so it says, Then I would know the truth of the fourth beast, which was diverse from all the others, exceeding dreadful, whose teeth were of iron and his nails of brass, which devoured, brake in pieces, and stamped the residue with his feet. And of the 10 horns that were in his head, and of the other which came up, and before whom 3 fell, even of that horn that had eyes and a mouth that spake very great things, whose look was more stout than his fellows, I beheld, and the same horn made war with the saints and prevailed against them, until the Ancient of Days came, and judgment was given to the saints of the Most High, and the time that the saints possessed the kingdom. Thus he said, The fourth beast shall be the fourth kingdom upon the earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and tread it down, and break it in pieces. So Daniel beholds Vers this 23. fourth beast until when? Daniel schaut dieses vierte Tier bis wann? Till the thrones are cast down. Okay, until this point, right? Bis die Throne aufgerichtet worden sind, also bis zu dem Punkt hier. So I've put final review at the end here, but we know that it's this whole period here, right? Ich habe da finale Untersuchungen da ans Ende gesetzt, aber wir wissen, dass das ja letztendlich die gesamte Zeit erzielt ist. Keeping things simple, right? Also das einfach nur simpel halten. So here you have the fourth kingdom, right? Hier haben wir das vierte Reich. So now go to Daniel chapter 8. Jetzt gehen wir zu Daniel 8. Verse 1. Daniel 8, Vers 1. Okay, so Daniel 8 is the same vision as Daniel 7, right? Daniel 8 ist dieselbe Vision wie Daniel 7. But what I understand about, for instance, in Daniel 7, you get given, let's do it this way, you get given a lion, bear, then you have this leopard, Daniel 7 haben wir Löwen, Bär, Leopard. and then it emphasizes the fourth, right, Und which is dann this, wird das vierte hier hervorgehoben. which is the dragon, right? It's this terrible beast with these 10 horns. It's what it's pagan Rome, which is the dragon. Das ist letztendlich das schreckliche Tier, das ist der Drache mit diesen 10 Hörnern. Okay, Das Heidnische Roh. and it parallels those 4 beasts with the illustration of the 1260 in Revelation 13, right? Und das setzt jetzt Revelation 12, sorry, 13. 13. Am I forgetting myself? 13. Yes, 13. Excuse me. Und es setzt ja dann diese 4 Tiere parallel mit der 1260, mit diesem päpstlichen Tier aus Offenbarung 13. Okay, but Daniel 8 is the same vision, but it wants to help you to look at it with more information laying on top, Und right? Daniel 8 ist dieselbe Vision und da soll man aber nochmal dieselbe Information schauen mit noch zusätzlicher Information, die da einhergehend Okay, hinzugefügt wird. let's read verse 1. Lass uns Daniel 8, Vers 1 lesen. It says, In the 3rd year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me Daniel, after that which appeared unto me at the first. And I saw in a vision, and it came to pass, when I saw that I was at Shushan in the palace, which is in the province of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river of Ulia. Then I lifted up mine eyes, and I saw, and behold, there stood before the river a ram which had 2 horns, and the horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. Das ist Vers 3. So, what does Daniel do here? Was tut Daniel hier? No. I'm asking, what does Daniel do? Listen to what I'm saying, right? So Was that we're tut not- Daniel hier? He gives a description of things. No. The first thing he does, it says, "Then I lifted up mine eyes," right? Dann erhob ich meine Augen, in Vers 3. Okay, now we see this many places in the Bible, but where have we been seeing it a lot lately? Das sehen wir an vielen Stellen in der Bibel, aber wo haben wir das in der letzten Zeit oftmals erkannt, gesehen? At the beginning of the 10, right? Am Anfang der 10. Okay, so we know that this 10 is the 7 thunders, right? Und wir wissen, dass die 10 die 7 Donner darstellen. So if you take this 10 and lay it out, it brings you back to the beginning, right? Wenn du diese 10 nimmst und es dir auslegst, dann bringt dich das zurück hier an den Anfang. So where is Daniel chapter 8 here? Wo ist Daniel 8 also hier?
It's at the beginning, Das ist am right? Anfang. Okay? So when Daniel's lifting up his eyes, he's just marking the point where he begins to see the vision, right? Also wenn Daniel jetzt die Augen sich erhebt, dann markiert das einfach den Punkt, wo er anfängt, diese Vision zu sehen. Right? It's just the same, because it's the same vision. Like for instance, if you go to Genesis 18, Das ist dieselbe Vision, wie wenn wir zum Beispiel jetzt zu 1. Mose 18 gehen. Halt den Finger in Daniel. 1. Mose 18. verse 1. Vers 1. And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. And he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself towards the ground. Bis Vers 2. Right? So he doesn't see them until he lifts up his eyes. Er Right? sieht sie nicht, bis er letztendlich dann die Augen emporhebt. So the lifting up of your eyes is marking this point where you now fix your eyes on Christ. You see this vision, right? Also wenn du jetzt die Augen erhebst, das markiert den Punkt, wo du deine Augen auf Christus fixierst. Das ist, wo du die Vision anfängst zu sehen. So all it's doing at the beginning here, right? When you come to Daniel 8, it's marking the beginning of this 7 thunders where he begins to see Christ, right? Also was hier markiert ist, in Daniel 8 ist der Anfang der 7 Donner, wo er anfängt, Christus zu sehen. Right? Richtig? Okay, now in many of those times when you come here and he sees Christ, right? Where does he take you back to? Also wenn er hierhin kommt und er Christus sieht, wohin bringt er dich zurück? For instance, let me give you an Daniel 11. well, you can use Daniel, but for instance, Daniel. In fact, we're in Daniel 8, right? No, I'm trying to think of like for instance, in the Revelation, John. Right? Also zum Beispiel im Buch Offenbarung, Johannes. John's shown the things that are going to shortly come to pass, right? Johannes wird ja gezeigt, die Dinge, die in Kürze geschehen sollen. But the things that are going to shortly come to pass are the things that's unfolding right before him, right? Aber die Dinge, die in Kürze geschehen sollen, sind ja die Dinge, die vor ihm sich ergeben haben. So he's getting an explanation of everything that's taking place right here so he can know what's coming, right? Ihm wird also eine Erklärung gegeben über all das, was hier stattgefunden hat, sodass er dann auch weiß, was kommen wird. So when he's seeing the vision, really the vision that he's been given, he's taking him back to the beginning, So, right? wenn er die Vision sieht, dann kann man sehen, dass in Wirklichkeit die Vision ihn immer wieder zurück zum Anfang führt. Okay. Now, the reason why I'm just going through these things is because I'm also realised there's a lot of information, and we must log these points in our mind. We must not forget things that we put in place, right? Und der Grund, warum ich da nochmal durch diese Dinge gehe, ist, weil ich erkannt habe, wie viel Information damit einhergeht. Und wir müssen wirklich diese Dinge in unserem Verstand verankern. Wir dürfen sie nicht vergessen. I think the Lord unfolds things to us in a specific order, that we have anchor points, that if we remember them, then we won't stray when we come to other points. Ich glaube, dass der Herr uns die Dinge in einer gewissen Ordnung offenbart, sodass wir Ankerpunkte haben, sodass wir nicht abweichen, wenn wir zu anderen Punkten gehen. So, go back to Daniel 8 and verse 4. Gehen wir zurück zu Daniel 8, Vers 4. He says, I saw the ram pushing westward, northward and southward. So what does he see? Was sieht er hier? Just on a simplistic explanation. Einfach nur auf einer einfach gehaltenen Darstellung. Okay, the ram's pushing in 3 different directions, right? Der Widder stößt hier in 3 verschiedene Himmelsrichtungen. Okay, so that no beast might stand before him, neither was there any that could deliver out of his hand, and he did according to his will and became great, right? So, Vers 4 nochmal. right here we have this 2-horned power, right? So, hier haben wir jetzt diese zweihörnige Macht.
And we know that this two-horned power, excuse my drawings, Wir wissen, dass diese zweihörnige Macht is a representation of church and state, ist right? eine Darstellung von Kirche und Staat. It's a representation of the lion and the bear, Es ist eine right? Darstellung des Löwen und des Bäres. Right? Richtig? So this entity here is pushing in three directions, right? Also diese Macht hier, die stößt in 3 So Himmelsrichtungen. I'll just put times 3 here, right? So Ich schreibe jetzt einfach mal 3. so basically what we have in this part here, we have a two-horned power that's pushing in 3 directions, right? Was wir also hier in diesem Teil jetzt hier haben, ist eine zweihörnige Macht, die in 3 Himmelsrichtungen stößt. Okay? And then verse 5. Und dann Vers 5. And as I was considering, behold, an he-goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground, and the goat had a notable horn between his eyes. And he came to the ram that had 2 horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his 2 horns, and there was no power in the ram to stand before him. But he cast him down to the ground and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken. For it came up 4 notable ones towards the 4 winds of heaven. Right. Das ist Vers 8. So I want us to think about all the different illustrations that we can lay on here, and I want us to determine where do we put this goat here smiting the ram. Also ich And möchte why? euch an all die anderen Illustrationen erinnern und die man hier draufsetzen kann. Und wo würden wir dann das markieren, dass dieser Widder den the he-goat smites the ram, you mean? Okay, also dass der Ziegenbock den Widder zerstört. Und warum? Also wo auf der Linie ist das, dass der Ziegenbock jetzt den Widder hier zerstört? Und Okay, first of all, warum? who is this? Zunächst einmal, wer ist diese Macht hier? It's the king of the north, right? Das ist der König des It's Nordens. the ones that make the Sunday law. It's all of them together at this point, right? Das ist derjenige, der das Sonntagsgesetz macht. Das sind alle 3 zusammen. Because they come together and then they deceive and use force, and the whole world gets incorporated into this experience right here. Kommen zusammen, also verführen die gesamte Welt wird dann sozusagen von dem vereinnahmt werden. Okay, so here you have the king of the north, right? Hier haben wir den Norden. So when you identify the king of the north, you've got to think of some other stories now. Where do we see the king of the north getting punished? Und wenn wir jetzt den König des Nordens hier identifiziert haben, wo sehen wir in anderen Geschichten, dass der König des Nordens bestraft wird? I go to Daniel 11. It's probably the most obscure chapter in all of it, right? Give me some stories that we know clearly where you can explain that. Also Daniel 11 ist vielleicht ein Okay. wenig noch verborgen für unser Verständnis. Die Weltkriege. Daniel Vers 40. We've wurde genannt. spent the last several, at least month or so, going through the book of Daniel. You've got all those different chapters to lay on here to get your story, and you want to go to the most complicated book in the Bible. Also wir sind ja die letzten paar Wochen hier und Monate durch das Buch Daniel gegangen und haben all diese Geschichten angeschaut und ihr möchtet zu dem kompliziertesten Kapitel gehen und das dann Sister White says, take the strongest evidence first, right? Ellen White sagt, geht zu den stärksten Beweisen zuerst. Because when you put the strongest evidence in place, there's your anchor point that prevents you from straying when you go to the harder points, right? Wenn du zuerst die einfachen, stärksten Beweise nimmst, das sind sozusagen deine Anhaltspunkte, die dich dann davor bewahren, irgendwo abzuweichen, wenn du zu den schwierigeren Stellen gehst. Okay, let me give you a clue, right? Daniel 4. Okay, well done, Sister Manuela. Why? Daniel 4 zum Beispiel. Warum? Because Nebukadnezar wird bestraft. Okay, but Nebukadnezar wird dort bestraft. in that story, right, where does he get a warning?
Aber in der Geschichte, wo kriegt er eine Warnung? Okay, so at the beginning of the tent, right, which would be here, Am right? Anfang der 10, das ist ja in dieser Darstellung dann hier. Okay, so we went through this. The book of Daniel is all focusing on this right here, Das haben wir right? uns angeschaut. Das Buch Daniel fokussiert sich ja hier auf diese 10. But it doesn't take away that this is here also, right? Aber es nimmt nicht die Tatsache hinweg, dass es auch hier dann markiert ist. And we went through a story recently that confirmed this for us. Which story? Und wir sind kürzlich durch eine Geschichte gegangen, die das für uns bestätigt hat. Und welche war das? Can't forget. Esther. Esther, well done, Margaret. Which chapter? Die Geschichte von Esther. Und welches Kapitel? Chapter 1, right? Kapitel 1. Shows that there's a judgment here, and then the parable of the 10 virgins begins, and it brings you down again to the. Also The zeigt final uns, judgment, dass hier ein Gericht hier stattfindet und fängt das Gleichnis jetzt den Jungfrauen hier an. Und das führt uns dann zum finalen Gericht dort hinab. And this is part of the principle that says when you want to understand something, bring all the evidence together, right, and lay it line upon line, right? Das ist Teil dieses Prinzips, dass wenn du etwas verstehen musst oder möchtest, dann musst du alle Beweise zusammenbringen und sie Linie auf Linie zusammenfügen. Okay, so when we take that, we take Daniel 4 is given to us first, right? Und wenn wir das anwenden, dann sehen wir, Daniel 4 wird uns ja zuerst gegeben. And we also have Daniel 2, which is the same. Und wir haben auch Daniel 2, was dieselbe Vision ist in dem Sinne. And according to the big fractal, where does the head get punished? Und gemäß dem großen Fraktal, wo wird das Haupt bestraft? Okay, right here, right? Also hier, in der finalen Untersuchung. Because When you write final yes, the whole thing is that's why I've done it this way, right? But the point is that Das Gesamte ist die finale Untersuchung, also hier wird es vollstreckt am Ende. the head of Daniel stands here and tells him, "Thou art this head of gold, and you're something that's about to come to pass." Also da Right? steht er hier und ihm wird gesagt, du bist der Kopf aus Gold und es wird bald etwas über dich kommen. Another evidence is the war between the North and the South in the U.S. Civil War, right? Ein anderer Beweis ist der Krieg zwischen Nord und Süd im Bürgerkrieg, US-Bürgerkrieg. Okay, who wins that war? Und wer gewinnt diesen Krieg? The North, right? Der Norden. So it's showing you, right, that the North goes all the way to the end, Das right? zeigt uns, dass der Norden bis ganz zum Ende reicht. Okay, so this right here is going all the way to the end, and then we go to this ram, right? Also der Widder geht also bis zum Ende und jetzt kommen wir zum Ziegenbock, Verse 7. Vers 7. And this goat comes now. It says, Jetzt kommt dieser Ziegenbock. "And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his two horns. And there was no power in the ram to stand before him, but he cast him down to the ground, and stamped upon him. And there was none that could deliver the ram out of his hand." And the key is in here. "Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong." Now when is he strong? Vers 8. Wann ist er stark? After he smote the two horns, right? Nachdem er die zwei Hörner zerbrochen hat vom Widder. When he was strong, the great horn was broken. So as soon as this leopard horn right here, Sobald dieses Leopardenhorn hier kommt, as soon as this horn strikes this, what happens to it? sobald dieses Horn das hier zerstört, was passiert dann mit dem großen Horn? It gets broken, right? Es wird zerbrochen. And then you have these four horns, right? Und dann haben wir diese 4 kleinen Hörner. Which mark this time of peace. Und die markieren dann diese Zeit des Friedens. Because these four horns take you right up to this time, right? Denn diese 4 Hörner bringen dich ja dann bis zum Mitternachtsruf. Because what happens next? Denn was passiert als nächstes? Out of one of them come forth a little horn, right? Aus einem von ihnen kommt dieses kleine Horn hervor. Okay, and when that little horn comes forth, Und wenn right, dieses kleine Horn hervorkommt, clearly shows us from this illustration that it's a two-horned power, right? zeigt uns das sehr deutlich aus der Darstellung, dass es eine zweihörnige Macht ist. Right? And this two-horned power is the fourth.
Und diese zwei Hörner macht ist das vierte. And just one second, just go back to Daniel 8 if you're not already. Gehen wir nochmal zu Daniel 8 zurück. I haven't got that. That's in here, but when you go to Daniel 8, it says, verse 9, Gehen wir nochmal zu Daniel 8, Vers 9. and out of one of them came forth a little horn which waxed exceeding great towards the south, toward the east, towards the pleasant land. What does it do? Was macht das hier? Three directions, right? Das stößt auch in 3 Himmelsrichtungen. Which direction is pleasant land? Margaret, let's just stick to this, what we're looking at just now, right? So, the point is that you have a two-horned power here at the beginning, pushing in 3 directions, right? Wir haben also eine Zweihörner gemacht hier am Anfang, die in 3 Richtungen stößt. You have a little time of peace, and then you have a two-horned power pushing it in 3 directions. Und dann haben wir eine kleine Zeit des Friedens und dann wieder eine Zweihörner gemacht, die in 3 Richtungen stößt. What's the Lord showing us? Was möchte der Herr uns zeigen? A repeating pattern, right? Ein sich wiederholendes Muster. Okay, but this is now the 4th where Christ is going to come, Aber right? das ist ja jetzt hier das 4., wo Christus kommen wird. Right, and he comes at the 7th plague, Und er kommt zur 7. Plage. right? Richtig? Okay, now, so, and this one is a confirmation to this one, right? Und das hier ist eine Bestätigung für das hier. Where does this one get destroyed? Wo wird diese Zweihörner gemacht zerstört? At the end. Am Ende. Where? Give me the illustration. Gib mir eine Darstellung. Come on, a couple of people said at the end, where? Show me in the Bible. Zeig mir das in der Bibel. Wo? Revelation 17. Okay, go to Revelation 17, verse 12. Offenbarung 17, Vers 12. It says, and the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. So, the first little horn is pagan Rome, right? It's the 10 horns, right? Das kleine Horn ist das heidnische Rom und es sind 10 Hörner. And it says it's going to have 1 hour with the beast, right? Man sagt, es hat 1 Stunde zusammen mit dem Tier. Okay. It says, these have one mind, and shall give their power and strength unto the beast. These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. Verse 16. Und dann Vers 16. The 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh and burn her with fire. For God hath put in their hearts to fulfill his will, to agree and give their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled. Das ist Vers 17. And it tells us in other places that the woman is going to go until the end of the 1260, right? Es sagt uns in anderen Stellen, dass die Frau bis zum Ende der 1260 geht. That's where she gets a deadly wound, right? Das ist, wo sie die Todeswunde bekommt. So here you have the, let's just write here, 10 kings, right? Sie haben die 10 Könige. So you have 2 patterns, the same, right? Wir haben die 2 selben Muster. The north fighting all the way through to the end, and it gets smitten here, Der right? Norden, der kämpft hier bis zum Ende und wird dann hier geschlagen. Okay, and we know that this power here is just a parallel to this power here, Wir wissen, right? dass diese Macht hier eine Parallele ist zu jener Macht dort. Right? Richtig? Yes? No? Ja oder nein? Why? Why can we agree with that? Warum können wir mit dem übereinstimmen? You said the north will be smitten here, but there's also the south. Margaret, we're dealing with one thing at a time, right? Just follow the thing. We're dealing about the north going from here to here and where it gets smitten, right? We're not Yeah. dealing with other entities at this point. Wir handeln jetzt erstmal mit einer Sache nach der anderen.
Wir haben uns jetzt den Norden angeschaut, der hier beginnt und dann hier geschlagen wird. Okay, when you take this illustration and this illustration, what do you have? Also wenn du diese Illustration nimmst und jene Illustration nimmst, was hast du dann? Yeah, a repeating pattern, Das right? ist ein wiederholendes Muster. That's how we can be sure that because you've got two witnesses to show the same thing, right? Deswegen können wir sicher sein, denn wir haben zwei Zeugen, die dasselbe zeigen. Right? Richtig? Okay. So, 1848. Where do we put it? 1848, wo markieren wir das? Because now we have a completely different illustration that you can't find in Daniel chapter 8, right? Jetzt haben wir eine komplett neue Illustration, die wir nicht in Daniel 8 finden. Where are we going to put it? Wo setzen wir jetzt 1848 hin? Sorry? At the beginning, right? Am Anfang im Sonntagsgesetz. So, you don't find anything to do with 1848 in Daniel chapter 8, right? In Daniel 8 finden wir nichts, was jetzt irgendwie 1848 beschreiben wird. The only part of 1848 that you can see in Daniel 8 is that the church power is now ruling over the state power, right? Der einzige Aspekt, den wir von 1848 hier in Daniel 8 wiederfinden, ist, dass hier diese kirchliche Macht über den Staat herrscht. But what happened in 1848? Aber was ist 1848 passiert? Okay, so the South, which is marking something at the end here, does what? Also der Süden, der kommt ja gegen den Norden und er markiert hier etwas am Ende. Was macht er hier? Okay, it's pushing against the north at the beginning, Er right? stößt hier gegen den Norden auch schon am Anfang. So now you have both at the beginning and at the end the south pushing against the north, Das right? heißt jetzt sowohl am Anfang als auch am Ende, dass der Süden gegen den Norden stößt. It's called line upon line, right? Und das ist, was wir als Linie auf Linie bezeichnen. So you could never understand this from taking Daniel 8 and trying to apply your own wisdom what's going on there, right? Deswegen, dass der Süden auch hier am Anfang schon stößt, könntest du niemals aus Daniel 8 herausfinden, wenn du nur Daniel 8 betrachtest und deine eigene Weisheit versuchst anzuwenden. Okay, so if this is a repeating pattern, what should we have here? Also wenn das jetzt hier ein wiederholendes Muster ist, was sollten wir also folglich auch hier haben? South against the north. Dass der Süden gegen den Norden aufkommt. Okay, then give me a thus saith the Lord for Gib it. mir dafür steht geschrieben, so spricht der Herr. The French Revolution, Die right? Französische Revolution. Okay, so was this a revolution? War das hier eine Revolution? This is a revolution. Das ist auch eine Revolution. Okay, so you're building up a pattern, right? Also du baust jetzt hier ein Muster auf. Okay, but we understand, right, that the time of the end is at the end as well as at the beginning, right? Wir verstehen, dass die Zeit des Endes sowohl am Anfang als auch am Ende ist. Okay, so okay, where am I going to do this, right? Okay, go to Daniel. What did I put in there? Go to Daniel at chapter 11. Gehen wir jetzt zu Daniel 11. Before we look at this, I want to put something else in place. Und bevor wir das anschauen, möchte ich noch etwas anderes an Platz setzen. Okay, so in yes, Daniel 11. Excuse me, let me get there. Now, what you have here is you have a large fractal where it's showing you that the whole focus is on the fourth, right? This is where basically all Bible prophecies focus into the second coming of Christ, right? Also das, was wir haben, ist ja dieses große Fraktal, wo der Hauptfokus dann auf dem vierten liegt und das ist ja, wo letztendlich die gesamte biblische Prophetie hinweist. And we know that that's been prefigured here in the Sunday Law crisis, right here, right? Und wir wissen, dass das dann dort vorausgeschattet wird durch diese Sonntagsgesetzkrise, diesen Teil der Sonntagsgesetzkrise hier. So question, how is the second coming of Christ prefigured here? Also Frage an euch, wie wird die Wiederkunft Christi in dieser Darstellung vorausgeschattet?
Okay, through the former and latter rain, Durch because den he Früh- und Spätregen. says he's going to come to us as the former and the latter. Denn er Right? sagt ja, er kommt zu uns durch den Früh- und den Spätregen. So this revelation here, right, is the second coming of Christ. It's where they lift up their heads, right, and look up. Die Right? Offenbarung hier ist die Wiederkunft Christi, ist es, wo sie ihre Häupter erheben und aufblicken. Just like that, when they lifted up his eyes, right, they'll lift up their head and look up because what's going to come to pass very shortly. Denn es ist wie, wenn sie die Augen erheben, sie erheben hier die Häupter und schauen hoch, denn was wird in Kürze passieren? The redemption draweth nigh. Die Erlösung naht. The latter rain is the second coming, right? Yes. Literally when he comes. Right? Spätregen ist die Wiederkunft, das ist, wo er buchstäblich kommt. Okay. So what's this then? Oder er buchstäblich erscheint. Also was ist das hier? The same thing. So because Das ist genau dasselbe. okay, in a literal aspect, when is the second coming of Christ? In der buchstäblichen Anwendung, Okay, wann ist bad die question. Wiederkunft Christi? For an individual, when is the second coming of Das ist Christ? für ein Individuum. Wann ist die Wiederkunft Christi? Findet die statt? You're close, Matt. The birth, right? Also bei der Geburt. When you come out of the belly, Christ is in you, right? Wenn du aus dem Bauch kommst, dann ist Christus in dir. Right? Richtig? So, when John comes out of the belly, is he filled with the Spirit? Als Johannes aus dem Bauch kam, war er mit dem Geist erfüllt. Yes. Ja. Right? So this is why we have John and then Christ, right? First birth, second birth. Deswegen haben wir hier Johannes und dort Christus, erste und zweite Geburt. Okay, but there's a point here that let's see if who's switched on. Where does Christ come? Und jetzt noch ein Punkt. Wo kommt Christus? No, follow the pattern that we were talking about this morning. You're right, but that's not the point. Aber das ist nicht der Punkt, den ich machen möchte. Folgt dem We Muster. emphasized this, we went through it from the big fractal, then the next one. Where does he come? The fourth. Also wo kommt Right. Christus? Er kommt unter dem vierten. So what must this be here? Deswegen, was muss das dann hier folglich sein? The fourth. Muss das vierte sein? Okay, right? Sin is it? Okay, Scott, sin as you make that up. Of course. Give me a thus saith the Lord. No, that's not what I'm asking. Give me and thus saith the Lord that shows that right there is the fourth. Also gibt mir ein Stück geschrieben, so spricht der Herr, zu zeigen, dass das hier jetzt das vierte ist. Okay, this one here, we've got Babylon, Medo, Persia, Greece, Rome. Rome is the fourth. Also hier Right. haben wir die Darstellung Babylon, Medo, Persien, Griechenland, Rom. Rom ist der vierte. Here, we've got the lion, the bear, the leopard, and the dragon is the fourth. Also hier haben wir Löwe, Bär, Leopard und der Drache ist der vierte. So, if this be true, right, which is just a smaller fractal, it has to be, right, give me a thus saith the Lord that this is the fourth. Und wenn das richtig ist, dass das hier ein wiederholendes Muster, ein kleines Fraktal ist, dann gib mir eine Darstellung, dass das dann hier der vierte ist. Okay, thank you. Daniel 11. Daniel 11, Vers 2. Now let's go there, right? Lass uns da hingehen. Because this right here is prefigured by 2014 Das ist vorausgestattet durch 2014 and 2016, und dann right? 2016. Right? Okay, now let's go to Daniel 11, verse 1. Wir gehen jetzt zu Daniel 11, Vers 1 und 2. It says, Also I in the first year of Darius the Mede, even I stood to confirm and to strengthen him. And now I will show thee the truth. Behold, there shall stand up yet 3 kings in Persia, and the fourth shall be far richer than they all. And by his strength, through his riches, he shall stir up all against the realm of Grecia. And a mighty king shall stand up, that shall rule with great dominion, and do according to his will. Who's the mighty king in verse 3? Wer ist der mächtige König in Vers 3? Look at the board. Show me where this mighty king is on the board. Schaut auf die Tafel und zeigt mir, wo der mächtige König hier auf der Tafel markiert ist. It's this one right here, Dieses right? große Horn hier. Okay? So what has to come before this? Also was muss folglich vor diesem Horn kommen?
4. Yeah? Yeah, it's because this is not the fourth beast, this is the one that's punishing the fourth beast, right? Das ist nicht das vierte Tier, sondern das ist ja die Macht, die das vierte Tier bestraft. Right? Also So- müssen 4 davor sein. So you're having 1, 2, 3, and this is the fourth, Deswegen haben wir 1, 2, 3 und das ist dann das vierte. right? Trump. Und Trump war dann hier der vierte. We're in the type, Wir right? sind im Typus. Okay. So the point that I want us to get to see, because now we could bring that down here, we could do this 1, 2, 3, right? And this would be 2016, Dann können wir das hier runterbringen, das wäre dann 2016. the fourth, Das right? wäre dann das vierte. Just a parallel on a smaller fractal, So right? eine Parallele einfach auf dem kleineren Fraktal. Right? Richtig? So we understand the time of the end is at the end and at the beginning, Wir right? wissen, dass die Zeit des Endes sowohl am Anfang als auch am Ende ist. So just go to Daniel 11 and verse 40. Gehen wir zu Daniel 11, Vers 40. Now, because we have this little thing at the end here, right, which is really one point in time, right? Und weil wir dieses kleine Zeit hier am Ende haben, was ja letztendlich ein Zeitpunkt ist, How do we establish where we mark the time of the end? wie etablieren wir dann, At the end. wo die Zeit des Endes markiert ist am Ende? Daniel 12. Why is it Daniel 12? Because it's speaking always about the end, we receive the blessing after. No, okay, that might be so. But just nice and simple. There's, for instance, in the book of Daniel, Zum Beispiel Daniel, what is Daniel understanding? was versteht Daniel? Okay, maybe that's just an obscure question. Wenn wir Go auswählen, to Daniel 9, gehen wir zu Daniel. right? In Daniel 11 ist auch so easy. Vers 35. You keep that thought a minute. a little bit. Daniel 11, Vers 35 auch einfach zu zeigen. It says, in the first year of Darius. Steht dann Vers 1, das ist im ersten Jahr des Darius. Now, does that parallel to Daniel 11 and verse 1? Ist das eine Parallele zu Daniel 11, Vers 1? Yes. Yes. Ja. So where are we sticking this? Also wo platzieren wir das hier? Okay, maybe Am Anfang. maybe the Sunday law. Yes, No, no, that's maybe good. that's actually not a good. No, sorry. That actually that doesn't answer the question. I'm trying to remember how we put Cyrus here again, right? Because we 3 years, right? How did we put Cyrus here again? Also You did it the other day, right? it's a sign of deliverance. It's when Lift up your heads, for your redemption draweth nigh, right? Kyros ist dann hier am Anfang hier markiert, wo es dieses Zeichen der Befreiung ist. Erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Yes, okay. It was inseparably linked. Yes, right. So, okay, the point is that we were showing that the time of the end, because, and Fyodor also mentioned Daniel chapter 12, the time of the end is also at the point when John is given the revelation, right? Also die Zeit des Endes ist auch der Punkt, wo Johannes die Offenbarung bekommt. Yes? Because it's marking the same point that Daniel is standing in his lot. Denn es markiert ja denselben Punkt, wo auch Daniel in seinem Erbteil steht. So Isaiah 45. Yeah, what about Isaiah 45? Yeah, and it's about Cyrus. Speaking about Cyrus and says, I will give you The treasures hidden of riches darkness and the hidden riches Of secret places, right? Das So in this- steht ja auch in Jesaja 45, das spricht über Kyros und er wird ihm diese verborgenen Reichtümer an geheimen Orten geben. Okay, the point that I'm trying to make, right, is that let's deal with this. When you come to the end here, this is one point, right? It's one last work that he does here, right at the end, right? Und ich machen möchte, dass wenn du hier hinkommst, dann bist du jetzt zum Ende gekommen. Das ist dieses letzte Werk, was er noch ganz am Ende tun möchte. But if we put
the time of the end here, Wenn wir die Zeit des Endes hier markieren, and then go to Daniel 11 and verse 40, und dann zu Daniel 11, Vers 40 gehen, it says, and at the time of the end shall the king of the south push at him. Come on, little bells should be going off in your brains, right? zur Zeit des Endes kommt der König des Südens gegen ihn, stößt gegen ihn. Es soll, It's the same, right? Yes. Same right here. This is, would be the time of the end, right? es sollte jetzt irgendwas bei euch klingeln lassen. In der Darstellung wäre das jetzt hier die Just on a Zeit bigger fractal, des right? Endes in diesem größeren Fraktal. So the south pushes against the north. Der Right. Süden stößt jetzt gegen den Norden. That's right here, right? Genau hier. Ja. Okay. Do we see it? Sehen wir das momentan? That's what I'm asking. Do we? I'm putting there prophetically. So do we Yes. see it? Yes. Not on the board. Do we see it? Right? Yes. Also nicht hier auf der Tafel, sondern sehen wir das in Realität vor unseren Augen. Do we see the south pushing against the north? Sehen wir, wie der Süden gegen den Norden stößt. Okay. Ja. Right. So in Daniel 11 verse 40 it says because okay, Daniel Vers 40. maybe I'm being a bit presumptuous. How do we see the south pushing against the north? Wie sehen wir, dass der Süden gegen den Norden stößt? Against Trump. Yeah. Okay. The Democrats That's against him. are trying to get rid of Trump, right? Also die Demokraten versuchen Trump gerade wegzubekommen. Does it look like Trump is finished? Yes. Sieht es so aus, als ob Trump jetzt vorbei wäre? Does the whole world Yes. think that he's just blowing hot air and he should just move on and get out the White House? Denkt nicht die gesamte Welt, dass er jetzt einfach nur noch heiße Luft verbreitet und dass er endlich aus dem Weißen Haus rauskommen soll? Yes. Right, it really looks like he's Yeah. got his deadly wound, right? Sieht wirklich so aus, als ob er seine Todeswunde hat. Okay, but let's go back to verse 40. Und dann gehen wir zurück zu Vers 40. At the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a what? Well, A whirlwind. Now, just keep your place there. Go to Ezekiel chapter 1. Also König des Nordens wird wie ein Wirbelsturm gegen ihn kommen. Gehen wir jetzt zu Hesekiel Chapter 1. Kapitel 1. Also haltet den Finger hier. Hesekiel 1. Verse 1. Hesekiel 1, Vers 1. It says, Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, I was among the captives by the river of Sheba, that the heavens were opened, and I saw visions of God. So we know that we're right at this point where the secret things are now being revealed, right? Wir sehen jetzt genau an dem Punkt, wo die geheimen Dinge offenbart werden. Right here, right? This is midnight. Genau hier, das ist Mitte. This point, right? Das ist dann der Punkt hier. It says, The word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldees by the river of Sheba. And the hand of the Lord was there upon him. Now, I want you to pay attention to that, because I wanted to address this point, but I haven't got enough time to do it. But what came upon him? Also ich möchte den Punkt adressieren, ich habe nicht genug Zeit. Was kommt hier über ihn? The hand of the Lord, right? Die Hand des Herrn. Right. I will come back to that point in a minute. Verse Ich werde 4. gleich dann nochmal drauf zurückkommen. Jetzt Vers 4. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud. What's coming? Was kommt hier? From where? Ein Wirbelsturm von wo? North. So he's given a vision about something that's coming, right? Aus dem Norden. Er kriegt hier eine Vision über etwas, was kommt. Now we went through this, and the whirlwind that's coming out of the north is the king of Babylon is coming to destroy Jerusalem, right? Und der Wirbelsturm, der aus dem Norden kommt, das ist der König von Babylon, der kommt, um Jerusalem zu zerstören. Das haben wir uns ja gestern angeschaut. Sorry? Daniel 11:40, it says he shall come to whirlwind. Yes, that's why I went here. Daniel Vers 40 steht Okay, ja, dass er wie ein Wirbelsturm kommt und deswegen bin ich ja hier hingekommen. Okay, so it's marking this point here, the destruction of Jerusalem. So he's warning. It's a warning to us, right? Das warnt hier vor der Zerstörung Jerusalems. Das ist also hier eine Warnung für uns.
But Sister White also tells us that the destruction of Jerusalem is the destruction of Babylon, right? Ellen White sagt, die Zerstörung Jerusalems ist auch die Zerstörung Babylons. And we know that when Jerusalem is getting destroyed at the end there, we've just looked at this, that the 10 kings are going to destroy Babylon, right? Aber wir wissen auch, dass wenn Jerusalem hier am Ende zerstört wird, haben wir auch gesehen, dass die 10 Könige hier auch Babylon zerstören. Right? Richtig? Okay, so we have to understand that there's multiple things there taking place at the same time. As the north is doing its work punishing Jerusalem, the south is also coming against the north, right? Verstehen, da sind viele Dinge, die gleichzeitig vorwärts gehen. Dass wenn der Norden gegen Jerusalem vorgeht und um es zu bestrafen, kommt der Süden, um gegen den Norden vorzugehen. So there's going to be a fight there, right at the end here, between the north punishing the south coming against the north, the east wind punishing the north also punishing God's people. It's all going to be taking place right Also there. letztendlich Right? wird da alles Mögliche jetzt gleichzeitig stattfinden. Der Norden gegen den Süden, der Süden gegen den Norden. Der Ostwind kommt auch noch rein und dann auch noch der Norden bestraft Gottes Volk. Right? Alles findet dort gleichzeitig statt. So I want us to understand that you can't really see that picture unless you take an illustration and lay the other illustrations on top of it, piece by piece, right? Deswegen, du kannst nicht wirklich diese Darstellung sehen, es sei denn, du nimmst alle Geschichten zusammen und legst sie Schritt für Schritt zusammen. And follow the pattern, right? Und indem du das Muster befolgst. You see how that pattern is perfect, right? Könnt ihr sehen, wie das Muster wirklich perfekt ist? So always in the time of the fourth that Christ comes, right? Es ist immer zur Zeit des 4., wo Christus kommt. You see it on 3 levels there, right? Wir sehen das hier auf 3 Ebenen dann hier. Okay, testimony of 2 or 3 is a thing established, Wir sehen right? auf dem Zeugnis von 2 oder 3 ist eine Sache etabliert. Now, just come back to this point, right? Because I maybe got a few minutes to make this point, right? Ich habe gleich noch ein paar Minuten jetzt diesen Punkt hier zu machen. I just want you to consider some things, right? Dass ihr ein Vers paar 3. Punkte noch betrachtet. Vers 3. So the word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river of Sheba, and the hand of the Lord was there upon him, right? Die Hand des Herrn war hier auf ihm. So go to now Ezekiel chapter 37. Gehen wir zu Hesekiel 37. Now Ezekiel 37 is constantly bringing you back to the beginning, right? It's constantly saying, I saw this, the same as the vision I saw at the beginning, right? Hesekiel 37 bringt dich immer wieder am No, Anfang. no. Ezekiel 37. I'm saying Ezekiel is constantly bringing you back to the Also beginning. Hesekiel bringt dich immer wieder zurück am Anfang. Er sagt, ich habe das gesehen und so weiter. Und dann sagt er wieder, ich habe das und jenes gesehen und so weiter und so fort. So just go to verse 1. Gehen wir zu Hesekiel 37, Vers 1. The hand of the Lord was upon me. Die Hand des Herrn war auf mir. Where is it taking us to? Wo bringt uns das hin? Back to the beginning, right? Zurück an den Anfang. Okay, this is something I want us to pay attention to, right? Das ist, wo ich euch darauf verweisen möchte, dass ihr achtsam seid auf diesen Punkt. Okay, now I'm not going to go into it now, we haven't got time, but Ich werde da jetzt nicht hineingehen, weil wir keine Zeit dafür haben. I also want to establish some things because I think sometimes we're a little careless with paying attention to these points, right? Und ich möchte diese Dinge erwähnen, denn ich denke, wir sind manchmal ein wenig achtlos, wenn es zu diese kleinen Dinge geht. Now, one thing I know and I've come to learn is that Ellen White quotes are understood by the Bible, not the Bible understood by Ellen White quotes. Und ein Ding, was ich verstehen habe, ist, dass Ellen White Zitate durch die Bibel verstanden werden und nicht die Bibel durch Ellen White Zitate. And what I mean by that, look, Ellen White is the greatest gift we've been given. She really helps us to see things, but the Bible is the pattern, right? The Bible is where you have all these, you can find all the little details, right? Was ich damit meine ist, dass Ellen White ist natürlich ein großes Geschenk an uns, aber letztendlich die Bibel, sie gibt das Muster vor. And Da kannst du diese kleinen Details überall sehen. I don't know how many times that I've been guilty of thinking I know what Ellen White's referring to and then being reproved later when we see that we haven't understood the structure, right? Und wie oft habe ich gedacht, dass ich verstehen würde, was Ellen White da sagen würde und dann letztendlich getadelt worden bin, dass ich dann erkennen musste, wir haben die Struktur noch gar nicht richtig verstanden. Okay. Now the last thing I want to make, just a few minutes, is to answer a question that Sister Lucia wanted pointed out, right? Letzte Minuten möchte ich noch damit verbringen, eine Frage von Schwester Lucia zu beantworten.
And maybe you can answer it for her, right? We'll see if who pays attention, right? Und vielleicht könnt ihr die Frage beantworten. Mal schauen, wer aufmerksam war. So Sister Lucia was asking the question, why, she's saying, why is the fire coming down from heaven at the end and not here, Die right? Frage war, warum kommt das Feuer vom Himmel hier am Ende und nicht schon dort? Because when the fire comes down from heaven, those false prophets, right, they come to their end right there and they get slain, right? Und wenn das Feuer vom Himmel kommt, dann kommen die falschen Propheten ja zu ihrem Ende, sie werden dort erschlagen. Right? Richtig. And it's typifying the fire that comes down after the 1,000 years and they just get destroyed right there. Das schattet den Punkt voraus, wo das Feuer vom Himmel runterkommt und sie am Ende der 1000 Jahre zerstört werden. Okay, so why is it here that they're given this warning? Warum ist es hier, dass ihnen nochmal diese Warnung gegeben You wird? just read our question. So it says, Ich lese euch die Frage Says- vor. I was a bit confused about the point where the prophets of Baal see the fire coming from heaven, because you pointed to the point at the end and said as soon as the fire comes down from heaven, they immediately reject it and get slain. But why can't it be so that they see the first part of the prediction and get a space to repent and then go into the cities? Pharisees go after Roman armies. No, okay, so where did we put? Also die Frage ist jetzt, warum ist es da am Ende, dass das Feuer kommt und sie dann letztendlich das Licht sofort verwerfen und da erschlagen werden? Warum ist es nicht, wenn der erste Teil der Vorhersage sich erfüllt Okay, und sie dann eine Zeit der Buße bekommen? this is one of the points I'm making. When we were last year or whatever, when we were marking the hasting away of Cestes, where were we placing it? Also letztes Jahr, wenn wir das Wegfliehen von Cestius markiert haben, wo haben wir das markiert? At the end, Am right? Ende, Mitternacht. But what did we not understand about midnight? Aber was haben wir über Mitternacht noch nicht verstanden? It was a period of time that begins just before the end. Dass es Right? eine Zeitperiode ist, die kurz vor dem Ende beginnt. Now, just quickly go to Jeremiah 4, Vor dem Ende des Endes. Gehen wir zu Jeremia Kapitel 4. because we read this last night. Das haben wir gestern Abend gelesen. Verse 3. Jeremia 4, Vers 3. It says, For thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem, Break up your fallow ground and sow not among thorns. Circumcise yourselves to the Lord, and take away the foreskins of your heart, ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem, lest my fury come forth like fire, and burn that none can quench it because of the evil of your doings. So this is a warning that fire is about to come down and devour them, right? Das ist Vers 4, das ist eine Warnung, dass Feuer kommt und sie zu verzehren wird. It's a last warning, right? Die letzte Warnung. And there take verse 5. Vers 5. Declare ye in Judah and publish it in Jerusalem and say, Blow ye the trumpet in the land, gather together and say, Assemble yourselves and let us go into the defenced cities. So when that trumpet blows right here or here, Wenn diese Posaune jetzt hier erschallt, nämlich hier oder dort, where are you to go to? wo sollst du hingehen? Into the refuge city. Du sollst in die Zufluchtsstadt gehen. And when can you go into the refuge city? Und wann kannst du in die Zufluchtsstadt gehen? When Cestes flees away. Wenn Cestius wegfliegt. And this is what we fail to understand, that Cestes fleeing away is this little point here that comes just before the end, before the door closes, right? Das, was wir nicht verstanden haben, ist, dass wenn Cestius wegfliegt, das ist kurz hier vom Ende, kurz bevor die Tür zugeht. So it changes all the principles are exactly the same, but it just changes our understanding of when that has to take place. Also all die Right? Prinzipien sind dieselben, es oder es ändert nur unser Verständnis, wann das stattfinden muss. So now when you come here, when this trumpet blows, Wenn du jetzt hierhin kommst und die Posaune erschallt, right? You have to flee, right? dann sollst du flüchten. Spiritually and physically. Geistlich und physisch gesehen. And you have to get into that defense city right there because fire is about to come down from heaven and So it's- devour
anybody who's not in there. Zufluchts, in diese befestigte Stadt gehen, den Feuer wird runterkommen und alle verzehren, die nicht drin sind. Okay? And remember, when you go to 1 Kings 18, the false prophets go right up to which point in time? Und denkt dann in 1. Könige 18, bis wohin gehen die falschen Propheten? To the 9th hour. Bis zur 9. Stunde. Right? In the 9th hour he begins and he pours water 3 times, right? Und zur 9. Stunde fängt er an und gießt dann ja 3-mal das Wasser aus. And at the end, at the 9th hour, the fire comes Und down am from Ende, heaven. auch nochmal Right? zur 9. Stunde, kommt das Feuer vom Himmel. It's one point in time, right? Ein Zeitpunkt. But you've got this little gap there to humble yourselves, right? Weil du hast dann diese kleine Zeitspanne, wo du dich demütigen kannst. Because as soon as they realized that they couldn't do it, they should have realized that they were false and they were about, that he was giving them a prediction right here of what's about to happen. They had this time period to repent. Sobald sie letztendlich gesehen haben, dass sie kein Feuer runterbringen konnten, sollten sie an sich erkennen, dass sie falsch liegen, und dann hatten sie diese Zeit, Buße zu tun, wo Elia das Werk getan hat. Right? Richtig? Okay, that will suffice for this morning. Das wäre dann ausreichend für heute Morgen. But pay attention to patterns and principles, Deswegen right? hab Acht auf Muster und Prinzipien. Remember these things because it's important that when you're bringing other stories in, that you don't forget things that's already in place, right? Denkt an dieses Muster, damit ihr nicht andere Dinge vergesst, die bereits an Platz gesetzt sind. Okay, let's close it. Lass mir ein Gebet ab. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns Hilfe gibst, auf dich zu schauen. Heavenly Father, I want to thank you that you grant us help to look upon you. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, treu zu sein in kleinen Dingen. And I pray that you help us to be faithful in these little things. Lieber Heiland, auch das, dass wir rausgegangen sind aus den Städten, And also the point that we left the cities. betrachtest du, dass wir treu sein sollen in diesen Dingen. You regard this, that we should be faithful in these things. Und ich bete darum, dass du hilfst, dass du diese Punkte zeigst, auch denen, die ungehorsam sind. I pray that you also help those to see those things that are at the moment unfaithful. Und dass du hilfst, dass wir in allen Dingen treu werden. In Jesu Namen. And that you help us to be faithful in all things. In Jesus' name, amen.